Ein richtig phänomenales Konzept erwartet Sie hier jetzt mit diesem Pössl Road Cruiser Evolution. Ja, Evolution steht für ein spezielles Raumkonzept, bei dem Sie im Alltag das Bett problemlos einfach wegmachen können. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen gleich mal auf Basis von Fiat Ducato. 2,3 Liter, in dem Fall 140 PS. Ich zeige Ihnen mal ein paar Daten von dem Fahrzeug. Also hier jetzt eine Länge von 6,36 Meter, eine Höhe von 2,61 und eine Breite von 2,05 Meter. Das Ganze hat eine Zuladung von 530 Kilogramm. Wie er hier steht, kostet er 54.491 Euro. Ja, das Starke ist hier drin, also 6,40 Meter Länge, denn das Raumkonzept ist sehr variabel. Ja, Innenraum, das kennt man, wie gehabt. Typische Anordnung, Sitzgruppe drehbar. Ich habe hier so eine Art Wildleder-Design mit abgesetzten Farben. Ich habe hier an der Seite die Küche, habe hier mein Fliegengitter, hier habe ich meinen Gastank. Soweit, so gut. Da passt eine kleine Flasche rein. Aber ich habe jetzt mal beispielsweise mal, um das Konzept ein bisschen zu erläutern, das Bett mal angehoben. Es befindet sich dann komplett oben. Hier kann natürlich jetzt im Moment keiner mehr schlafen. Aber dafür habe ich diese Heckgarage jetzt, in der ich ein Motorrad oder ein Fahrrad oder ich kann unglaublich viel transportieren, also entweder im Alltag oder natürlich auch auf der Reise. Hier könnte ich mehrere hochwertige Mountainbikes reinstellen, kann das Ganze dann noch ein bisschen absenken. Das kann ich Ihnen auch gleich mal zeigen. Das macht man von hinten. Dann komme ich natürlich hier an die Staufächer sehr gut ran, was normalerweise nicht möglich ist. Hier habe ich Staufächer hier. Und auch hier komplett mit Durchlademöglichkeit, die ich also jetzt auch ganz bequem beladen kann. Auch hier das gleiche. Hier ist das Pannenset bzw. das Bordwerkzeug von Fiat jetzt im Moment verstaut. Also ich bin gerade unter der Garage drunter. Die Trennwand kann ich rausnehmen. Das zeige ich mir gerade. Also hier kann ich die anheben, kann die also trennen. Und ja, wenn ich schlafen gehen möchte, dann kann ich das Bett einfach ablassen. Das Starke dabei ist auch noch, ich kann hier theoretisch auch ein zweites Bett machen. Denn hier habe ich eine Querstrebe mit drin und optional ist auch ein zweites Bett hier unten möglich. Dann kann ich das andere Bett natürlich nicht ganz runterfahren, beziehungsweise schon. Was auf jeden Fall geht, ist natürlich auch Hund und Co. Wir gehen gleich noch mal kurz rein. Ich zeige Ihnen mal gerade das Innenkonzept von der Hecktür, damit es auch ein bisschen deutlicher, wie das Ganze funktioniert. Hier könnte ich also dann mit einer Rampe sogar größere Fahrzeuge reinfahren, aber hier muss man natürlich bedenken, motorgetriebene Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor riechen natürlich entsprechend. So ist das Bett im Moment oben. Und jetzt fahre ich es mal runter. Und das ist das Raumkonzept unten. So sieht es komplett aus. Hochgefahren. So könnte ich jetzt im Alltag hier jede Menge Sachen transportieren. Habe unvorstellbar viel Platz. Und hier eine Lampe mit drin für die Beleuchtung. Jetzt fahre ich es mal runter. Jetzt kann man sehr schön sehen, wie der Platz hier oben jetzt natürlich wächst. Jetzt könnte ich es entweder hier halb stehen lassen, habe jetzt immer noch viel Platz, oder könnte es noch höher machen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf der Ebene hochfahre, so könnte ich jetzt, so habe ich jetzt auch noch mal ganz bequem schlafen und hätte hier unten dann die Möglichkeit sogar noch ein zweites Bett zu machen oder halt die Fahrräder komplett stehen drin zu lassen. Und wenn ich denn möchte und lege Wert auf großen Komfort, kann ich das Bett auch komplett ablassen. Dann habe ich hier einen riesigen Platz. Und
und kann ohne Leiter oder ohne irgendwas einfach ganz bequem von innen einsteigen. Wir lassen es einfach mal so montiert und dann gehen wir zusammen mal rein. So bleibt immer noch so viel Platz, der ja so als kleine Garage geradezu phänomenal ist. Das ist übrigens die Steuereinheit fürs Bett, kennt man ja auch von anderen Videos. So, ich mach mal zu. So sieht das Fahrzeug dann von hinten aus, ganz unscheinbar. Ein Fiat Ducato. So, hier sind wir drin. Also Sitzgruppe vorne, klassisch. Die Truma-Heizung unten drunter. Schauen wir kurz nach, was wir für eine Heizung haben. Entweder eine Dieselheizung, eine Truma 6D ist eingebaut. Das ist die Heizung mit Auslass, deswegen ist natürlich auch der Gasvorrat sehr klein. Ich brauche dann natürlich nicht mehr das volle Gas, eine Kassettentoilette dabei. Hier ist der Wassereinlass. Leichtmetallfelgen sind mit dabei. Und insgesamt 1, 2, 3 Seitenfenster auf der Seite. Ich gehe mal einen Schritt zurück, dann kriegen wir es fast komplett drauf. So sieht das Fahrzeug dann von der Seite aus. Schön. Und jetzt sollte der Innenraum natürlich massiv an Platz gewonnen haben. Ich meine, wir sprechen hier von 54.491 € für einen Pössl RC Evolution. Also Sitzgruppe, Fahrerhaus, verdunkelbar, Fiat. Das ist der ganze Bereich von der Dusche aus gesehen. Hier vorne habe ich meine Möglichkeiten, die Heizung zu kontrollieren und die Spannung zu überwachen, sowie die Füllstände von den Tanks. Meine Küche, 2 Flammen Kochfeld, Spüle, hier nochmal eine Ablage oben drüber und großer Schrank. Auf der anderen Seite auch Schränke. Über dem Fahrerhaus dann noch eine Ablage für flache und breite Dinge. So breit ist sie. Fast das komplette Fahrerhaus. Der Tisch, auch der lässt sich dann unten einhängen und aus dem vorderen Bereich noch ein Notbett bauen. Das heißt, hier könnte dann eine kleine Person auch noch mal drin schlafen. Die Heizung übrigens ist wahrscheinlich hier verbaut. Ja, da ist sie, eine Truma 6D. So, Dusche. Das Konzept ist ganz interessant, aber ich zeige euch erstmal den gewonnenen Raum, den wir jetzt hinten haben. Also hier kann ich jetzt mich einfach hinsetzen. Das heißt also, die Betthöhe ist so, dass ich mich einfach hinsetzen kann. Gerade wenn ich jetzt nicht mehr so gut zu Fuß bin oder so, kann ich komplett eben einsteigen. Und das ist natürlich ein riesen Raumgewinn. Hier sieht man, hier sind sogar schon die Fallschutze mit drin, dass also keiner hier an der Seite rausfällt, nach unten. Oder wenn das Bett weiter oben ist, natürlich da auch nichts passiert. Das gleiche auf der anderen Seite, ist jetzt nicht montiert. Und ja, dadurch habe ich ein sehr, sehr großes Bett, was sehr tief hängt. Auf Wunsch oder halt auch höher. Dazu gibt es dann die Leiter. So, ich setze mich mal aufs Bett drauf. Können wir hier mal gerade reingucken. Also das ist dann der Blick von der Fahrerseite auf die Schränke nach außen. Und das ist dann das Bett gegenüber. Und hier habe ich dann meinen Kühlschrank. Kleiderschrank hier unten drunter. Mache ich gleich mal auf. Und den Tedford-Kühlschrank auf Stehhöhe mit kleinem Gefrierfach. Gut, für einen Kastenwagen ist das natürlich eine gute Lösung. So, hier ist der andere Schrank mit der Möglichkeit, was aufzuhängen. Meine Dusche, die ich dann rausnehme zum Duschen. Dann kann ich mich hier reinstellen
und kann dann, jetzt zeige ich mal gerade, zum Duschen hier dieses Rollo einfach zuziehen, mich einsperren quasi und kann so mir ein Raumbad erzeugen. Jetzt bin ich komplett geschlossen in einem Bad drin und das in einem Campervan mit 2 Auslässen. Habe meine Dusche komplett für mich, kann die Dusche hier noch abtrennen. Einfach hier aufmachen, mache ich hier zu. Jetzt bin ich komplett getrennt. Hier oben hänge ich meine Dusche ein. Mache jetzt hier zu. Hier wird übrigens das Ganze aufgewickelt. Hier kann ich mir Zähne putzen, Hände waschen. Krass, so viel Platz. Ich stehe mitten im Kastenwagen. Hier habe ich dann noch ein Fensterchen zum Belüften, die Kassettentoilette, drehbar. Und ja, jede Menge Platz. Die lässt sich rausziehen. So kann ich die auch rausziehen hier vorne, kann damit auch draußen was machen. Und ja, kann jetzt hier richtig duschen. So, wenn ich das einzeln haben möchte, geht es ganz einfach. Hier kann ich zumachen. Dann habe ich hier meinen kompletten Ankleideraum, wo ich mich also ankleiden kann, ohne dass ich vorne zumachen muss. Der ist dann komplett vereinzelt. Dazu muss man ganz kurz diesen Vorhang nochmal reinmachen. Das mache ich mal gerade. So, und dann kann man hier das Ganze wieder aufrollen. Und jetzt habe ich meinen Durchgang wieder zum Fahrerhaus und nach vorne. Und so sieht dann die Toilette geschlossen aus. Wenn einer mal geschlossen auf Toilette gehen möchte, geht das auch. Einfach hier zumachen. Wenn ich den Schlafbereich abtrennen möchte, das geht auch. Mache ich einfach hier zu. Jetzt ist hier abgeschlossen. Jetzt habe ich also hier meine Ruhe. Also alles recht variabel. So, bin ich hier drin, will in das Bad rein, mache ich hier auf. Bin im Bad. Habe das komplett hier geöffnet. Ich glaube, jetzt hat es jeder verstanden. So, wenn ich ja mit Duschen fertig bin, nehme ich mein Brettchen, lege das hier rein und kann dann auch mit Schuhen drauf. Also mit derben Schuhen. Überall noch Schränke. Und da war übrigens das Gasfach. Dadurch, dass wir nur noch eine kleine Gasflasche brauchen für das reine Kochen, da wir eine Dieselheizung haben, ist natürlich hinten der Platz für die Gasflaschen auch nicht verschwendet. Und den kann man dann komplett nutzen für das Beladen vom Fahrzeug. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich finde ein gelungenes Konzept für knapp über 50.000 Euro. 6,40 Meter Länge, 54.491 Euro. Wir drehen heute bei Glück im Sulze Moos, der Road Cruiser Evolution 2021. Danke, tschüss.